Ja, ich habe ja wirklich vor allem die Covid-Zeit genutzt, um mich so richtig in dieses Thema Hormone, weiblicher Zyklus, Auswirkungen auf den Sport, auf meine Leistungsfähigkeit, Unterschiede zwischen Männern und Frauen reingefuchst und da alles gelesen, was es gab und so weiter. Und vor allem eben ganz viel an mir selbst ausprobiert, im Training viele Sachen ausprobiert, vor allem eben richtig intensiv auch meinen Zyklus getrackt. Und dann eben verschiedene Sachen, eben mal Auswirkungen, Störfaktoren ausprobiert. Wie kann ich ihn crashen, wie kann ich ihn stabil halten und. Also es waren, würde ich sagen, ereignisreiche Zyklen, Jahre mittlerweile schon. Und ich habe damals diese Videoserie gemacht, die ich vermutlich heute ein bisschen anders aufziehen würde. Aber damals war es eben so, wo ich, glaube ich, sehr viel Information zu all den Themen, die mich damals bewegt haben, reingepackt haben. Stand heute trainiere ich immer noch mit meinem Zyklus und es ist für mich immer noch ein super wichtiges Thema. Ich finde es super schön, dass es immer mehr Anklang findet und ja, es jetzt irgendwie für mich sich auch gar nicht mehr nach einem Tabuthema anfühlt, sondern ja, eigentlich lese ich fast wöchentlich irgendwo was zu dem Thema, dass sich auch andere Sportlerinnen dazu äußern und immer mehr Coaches das auch mit wirklich einbeziehen in die Arbeit mit ihren Athletinnen. Und nach wie vor kriege ich aber auch super viel Feedback, Anfragen oder ja, Fragen auch zu dem Thema. Und ja, deswegen habe ich gedacht, wäre es eigentlich super cool, jetzt hier im Rahmen von meiner Lecture Corner Serie ja, mich auch einfach nochmal dem Thema zu widmen. Ich glaube, für mich war es super wichtig, am Anfang mich mit allen verschiedenen Störfaktoren auseinanderzusetzen, die eben mein Hormonsystem zu dem Sport, der eben auch ein Störfaktor ist, weil er einfach einen hohen Stress auch auf den Körper auswirkt, für mich herauszufinden, was ich da vielleicht verbessern kann, eliminieren kann. Und ich glaube, rückblickend hat das schon dazu geführt, dass ich ein paar Sachen umgestellt habe. Angefangen von meinem Badezimmer, dann vielleicht auch in der Küche und so weiter, die mittlerweile halt schon Routine geworden sind. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass ich auch ein paar Sachen, wo ich vielleicht das am Anfang wirklich so jeden Tag ganz genau nach dem Zyklustag gemacht habe, dass ich da eine viel größere Lockerheit entwickelt habe. Und so ein bisschen natürlich aussortiert habe, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht für mich, ist, glaube ich, ganz klar und ist auch super wichtig, weil einfach jede Frau anders ist und was für mich funktioniert, funktioniert für dich vielleicht gar nicht. Und mit dich meine ich jetzt nicht dich, Philipp, sondern die Zuschauerin. Und ja, ich glaube, der wichtigste Bestandteil, den ich einfach tagtäglich durchführe, ist das Tracking. Und das, würde ich sagen, ist auch einfach die fundamentale Basis für jede Frau, die sich mit dem Thema ja, auseinandersetzen möchte, dass man anfängt, seinen Zyklus zu tracken. Und das fängt an hier mit der morgendlichen Temperaturmessung, die ich ja, in Kombination mit einer App dann einfach Informationen sammle, sodass ich einfach jeden Tag weiß, wie ist meine Temperatur, an welchem Zyklustag bin ich, wie lang ist es ungefähr noch, bis mein Eisprung ist, hat der Eisprung stattgefunden und dann kann ich auch ungefähr schon so absehen, wie lang wird die zweite Zyklushälfte sein, wann darf ich meine Periode erwarten. Das hilft natürlich auch ungemein dann in der Planung mit Philipp, wenn wir übers Training oder ja, auch über die Wettkampfplanung schauen. Nach wie vor plane ich meine Wettkämpfe nicht nach meinem Zyklus und dennoch freue ich mich, wenn es zufälligerweise das Rennen in eine optimale Zyklushälfte fällt, weil es einfach nach wie vor so ist, dass ich mich in der ersten Zyklushälfte halt viel stärker fühle. Ich fühle mich mental stärker, ich fühle mich physisch besser. Ich habe definitiv teilweise auch einfach viel bessere Einheiten, aber ich habe eben auch ganz klar gemerkt, dass je mehr ich mich Tag für Tag mit dem Thema beschäftige, je mehr Störfaktoren ich eliminiert habe, zum Beispiel über Kosmetikprodukte, die schlecht sind, irgendwelche Waschmittel, die schlecht sind, vielleicht auch viel mehr noch auf
eigentlich fast nur noch Bio-Lebensmittel konsumiere, die keine Pestizide haben, die mein Hormonsystem zusätzlich beeinflussen können. Versuche Mikroplastik zu vermeiden und. Ihr könnt euch gerne das Video nochmal anschauen. Die Liste der Störfaktoren ist so groß und genau, je mehr Störfaktoren ich halt bei mir rausfinden konnte und sie dann einfach auch eliminieren, indem ich zum Beispiel nur noch Naturkosmetik verwende oder einfach auch bei meinen Nahrungsmitteln noch viel genauer hinschaue, dass die nicht pestizidbelastet sind und so weiter, habe ich es einfach geschafft, dass ich ganz viel von diesen ursprünglichen Problemen, die ich hatte, was vor allem einfach vor meiner Periode einfach PMS-Symptome waren, und auch die zweite Zyklushälfte, dass ich mich da so super träge gefühlt habe oder mal gar nichts ging. Also muss ich wirklich jetzt sagen, wenn ich zurückschaue über die letzten Jahre, sind mir so viele Zyklen gelungen, wo diese Schwankungen gar nicht mehr so groß waren, wo ich wirklich auch richtig gute Trainingssessions in der zweiten Zyklushälfte hatte, wo ich sogar auch mittlerweile dazu übergegangen bin, sogar auch härtere Intervalleinheiten da wieder richtig gut machen zu können und dieser Unterschied gar nicht mehr so groß ist. Und ich wurde sogar echt bei einigen Zyklen von meiner Periode überrascht, dass die einfach kam, ohne Schmerzen, ohne irgendwas. Und das war total crazy für mich, weil wir, glaube ich, ganz oft immer davon ausgehen, dass es normal ist, Schmerzen zu haben. Und das hat mir halt einfach wirklich nochmal vor Augen geführt, es ist nicht normal. Und diese ganzen schlimmen Sachen, die wir Frauen hassen, warum wir unseren Zyklus und die Periode eigentlich nicht mögen, die sind primär da, weil irgendwas nicht im Gleichgewicht ist oder weil wir uns zu viel stressen. Und dann hat unser Körper signalisiert uns durch die Schmerzen, durch das Unwohlsein, hey, du mutest dir zu viel zu. Und ich glaube, da habe ich es einfach wirklich geschafft, jetzt über die letzten Jahre durch diese Sensibilität und durch das Tracken, dass ich immer genau wusste, in welcher Phase bin ich gerade, was steht sonst noch so an. Okay, hier zweite Zyklushälfte, ich muss ein bisschen sensibler sein, mir vielleicht nicht noch 5 Termine extra einbuchen. Und auch im Training versuche ich zwar die Intervalleinheit anzugehen, aber in der Einheit frage ich mich ganz ehrlich, wie fühlst du dich gerade, Laura? Ist die Wattvorgabe von Philipp gerade gut oder orientiere ich mich eher an der unteren? Heute ist nicht der Tag für die nächste persönliche Bestleistung, wozu ich immer gerne neige, dass ich im Training halt gerne übererfülle, dass ich da halt einfach immer so pushy bin und halt einfach denke so, ja, ich will hart arbeiten. Und diese mentale Flexibilität, die ich da habe, dass ich weiß, jetzt ist die Phase, wo ich mich nicht zusätzlich noch stressen muss, das hilft mir so krass und das hat eben auch geholfen, ja, meinen Zyklus oder meine Zyklen halt super regelmäßig zu bekommen und mich einfach viel, viel besser zu fühlen. Ich habe das Gefühl, ich arbeite einfach wirklich mit meinem Körper, nicht gegen ihn. Und was nicht bedeutet, dass ich nicht doch auch hier und da wieder an so einem Punkt war, wo es zu viel war, wo ich Schmerzen hatte, wo ein Zyklus mal länger war, weil irgendwie mehrere Störfaktoren und Störfaktoren sind auch sowas wie Zeitumstellung, Hitze nach Hawaii oder lauter solche Sachen und dann noch ein Ironman und so. Es ist halt einfach krass, was man alles so dem Körper antut. Und da ist einfach der Zyklus das beste Tool, um zu schauen, mute ich mir zu viel zu oder nicht. Und deswegen sollten wir dankbar dafür sein, dass wir ihn haben, einen natürlichen Zyklus, der ohne künstliche hormonelle Einnahme stattfindet. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig hier zu erwähnen. Und gerade auch, ob wir genügend essen, unsere Trainingseinheiten genügend verpflegen. Wir haben da einfach als Frauen dieses Frühwarnsystem und da können wir jeden Monat diesen kostenlosen Gesundheitscheck machen und das finde ich einfach nach wie vor genial und deswegen nutze ich das für mich nach wie vor. Auch wenn ich jetzt vielleicht mal die Seed-Cycling-Kerne alle 4 auf einmal esse und nicht immer in der ersten Hälfte so, in der zweiten so. Muss aber auch dazu sagen, weil ich mich hormonell in einer guten Balance fühle. Ich glaube, für jeden, der das Gefühl hat, dass bei ihm was nicht stimmt oder dass die Hormone eben nicht im Balance sind, ist dann dieses wirklich ganz genau rangehen total empfehlenswert, weil man damit schafft, vielleicht einen Ausgleich herzustellen. Und das ist irgendwie, glaube ich, so ein Stück weit die Freiheit, die ich mir jetzt über die Arbeit der letzten Jahre halt geschaffen habe, dass ich so ein bisschen mehr jonglieren kann. Also ich muss es für mich jetzt gar nicht mehr so streng sehen, sondern ich bin so gesund, dass ich da wie auch mal das anders machen kann und es passiert jetzt nichts Negatives.
Und wenn was Negatives passiert, im Sinne von, ich habe mir viel zu viel zugemutet, ich bin noch krank geworden und mir geht es einfach nicht so gut, dann weiß ich halt mittlerweile genau, was muss ich tun, damit es meinem Körper wieder besser geht. Und meistens ist es einfach wirklich den Stress reduzieren, entschleunigen, wirklich sich auf Schlaf fokussieren, auf eine gute Nährstoffversorgung achten. Ich glaube, so diese Basics, die führen einfach am Ende zu Gesundheit. Ich glaube, gehen wir erstmal eine Rolle rückwärts, wenn du sagst zyklusbasiertes Training. Also wir haben angefangen mit zyklusbasiertem Training und erstmal geschaut, hey, was funktioniert denn überhaupt? Wir hatten eigentlich erstmal ja gar kein Wissen. Und das war spannend, die Reise zu machen, hey, da ist was Neues, da ist was Neues, da ist was Neues. Hast du das schon gewusst? Oh, wie funktioniert denn das überhaupt? Und das war einfach eine spannende Suche, sowohl als Coach als auch als Mann von Laura. Und was daraus geworden ist, dass man relativ schnell gesagt hat, okay, es ist kein zyklusbasiertes, sondern ein zyklussensibles Training. Ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht das bessere Wort heute dafür. Und vielleicht auch zyklusorientiert, ich weiß es nicht. Das ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht, wenn ich ehrlich bin. Was aber wirklich geblieben ist, ist, dass das für uns viel krasser der Punkt ist, aus Gesundheit entsteht Performance. So. Und dabei ist eine Sensitivität dafür entstanden, was macht das Hormonsystem, was machen Gesundheitsfaktoren, wie können wir Gesundheit tatsächlich tracken, so dass es objektiviert wird, ja? Und dass man klare Indikatoren hat für, hey, ich muss da was anpassen. Neben den klassischen Leistungsdaten, wie wir es aus dem Sport kennen, welche Dinge kann ich noch heranziehen, um darüber eine Information zu bekommen. Ob das Hormonspiegel sind oder ob das jetzt zum Beispiel einfach die Basaltemperatur ist, die gemessen wird. Aber darüber Informationen zu bekommen, dann in einem guten Gespräch mit der Athletin zu sein, um darüber zu lernen, bessere Entscheidungen zu treffen. Es wird nie perfekt sein, aber immer dieses, hey, was ist die bessere Entscheidung? Und das macht es auf lange Frist dann stabiler und am Ende eben damit auch leistungsfähiger. Ich glaube, als Partner ist viel, viel mehr Empathie da, ich durfte das auch eben mit der Laura lernen, ja, und ich glaube, dass das zu einem echten Nachvollziehen davon führen kann und da ist viel mehr Verständnis oder auch Einfühlungsvermögen, was damit wächst, ja, und dadurch, dass ich jetzt eben in Personalunion Coach und Mann bin, ist das es ist eine coole Sache, es ist eine spannende Sache und auf der anderen Seite kann das aber auch nur ein Mann oder auch nur ein Trainer. Das ist, glaube ich, eine Dimension, die ich gar nicht mehr rauslassen wollen würde, egal welcher Rolle ich unterwegs bin. Ja, ganz klar, also für mich wirklich so dieses Temperaturtracking, weil die Körpertemperatur, die Kerntemperatur halt einfach auch mir sehr viel Informationen gibt. Also einmal natürlich hier, ich bin in der ersten Zyklushälfte, da ist sie niedriger, sie steigt an, aha, ich habe einen Eisprung gehabt, sie bleibt hoch, aha, mein Körper kann auch genügend Progesteron produzieren und sie fällt wieder ab, aha, meine Periode kommt. Also so diese Vorwarnsysteme, aber genauso kriege ich natürlich auch eine Info dadurch, dass ich das mache, wenn ich krank werde, wenn ich einen Infekt habe oder so. Ich sehe natürlich Abnormalitäten von der Temperatur, die geben mir ja auch direkt eine Information. Und das finde ich super spannend für mich, also auch abseits des Zyklus-Tracking sozusagen, einfach zu schauen, wie ist meine Körperkerntemperatur, weil ich natürlich auch in Wettkämpfen, jetzt ein Rennen wie Hawaii bei maximaler Hitze, wenn ich weiß, durch mein Tracking, meine Körperkerntemperatur ist gerade um 1 Grad ungefähr erhöht, weil ich in der zweiten Zyklushälfte bin, kann ich mir ganz anders nochmal im Vorfeld Gedanken über Cooling, über Verpflegung und so weiter machen. Ja? Und es ist ein relevanter Teil, dass ich das mache, um dann eben in dieser besonderen Situation auch in der zweiten Zyklushälfte performen zu können. Und diese Tests hatte ich. Gerade Hawaii war so ein Rennen für mich im letzten Jahr. Das lag sozusagen ungünstig. Gerade wenn man in der Hitze performen will, ist es natürlich nicht cool, wenn man schon mal mit einem Grad mehr Körperinnentemperatur startet, weil im Endeffekt tut man alles, um die zu senken. Und ich starte halt schon mal mit einem Grad mehr. Aber es ist mir trotzdem gelungen, halt über verschiedene Sachen einfach da ein gutes Rennen ins Ziel zu bringen. Und auch mit der Periode habe ich Rennen jetzt schon gehabt. Ja?
Und da kann ich wirklich jedem einfach nur diese Menstruationscups empfehlen, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil sie keine Bleichungsmittel abgeben an die Vaginalschleimhäute, wie zum Beispiel Tampons oder Binden oder so. Man spart sich Müll. Die Teile sollen bis zu 12 Jahre halten. Das habe ich jetzt noch nicht ganz erreicht, aber ist natürlich schon genial, wenn man das vergleicht, was man vielleicht am Ende für einen Haufen Binden oder Tampons hat versus so ein Cup. Und ich sehe die Menge Blut, die ich verliere. Ich sehe die Farbe, die Beschaffenheit von dem Blut, was eben auch ganz interessante Informationen beinhaltet unter Umständen, wie es um die eigene Gesundheit bestellt ist. Und im Sport, also gerade für mich im Wettkampf, die gibt es in verschiedenen Größen, haben die halt auch so ein Fassungsvolumen, dass ich das nicht wechseln muss. Und man kann die bis zu 12 Stunden drin lassen, finde ich einfach genial. Für mich würde ich sagen, schon ein Stück weit etwas, was ich nicht mehr missen möchte, solange ich meine Periode habe. Und auf jeden Fall eine große Empfehlung. Es braucht ein bisschen, dass man das Handling mal lernt, aber dann könnt ihr euch darauf verlassen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz cooler Tipp. Und ansonsten möchte ich einfach die Kompetenz, die ich erlangt habe durch die Beschäftigung und das Auseinandersetzen mit den Themen, mit meinem Körper, das möchte ich nicht mehr missen, ja? Weil ich dadurch einfach das Gefühl habe, ich habe meinen Körper viel besser kennengelernt, ich kann ihn eben auch viel besser lesen, verstehen, auf ihn Rücksicht nehmen. Und je besser mir das gelingt, je mehr Tage im Jahr, umso leistungsstärker und gesünder bin ich halt. Und ich glaube, das ist halt für jeden die individuelle Reise, auf die man sich begeben muss, für einen selbst, für seinen Lifestyle, für die Anforderungen, die man an seinen Körper hat, halt den richtigen Weg zu finden. Und ich glaube, das Thema Hormongesundheit ist einfach, und natürlich Gesundheit im Generellen, ist einfach ein Riesenthema in unserer heutigen Gesellschaft und ist mir super wichtig, einfach auch zu zeigen, dass man auch Leistungssport, Ausdauerleistungssport auf einem hohen Niveau machen kann und trotzdem als oberstes gut die Gesundheit hat. Und ich glaube, gerade auch bei Kick-Ass Sports versuchen wir an unsere Athleten genau einfach dieses Wissen, diese Werte auch zu vermitteln, dass wir nur die eine Gesundheit haben und dass wir vor allem leistungsfähiger sind, wenn wir richtig gesund sind und daraus eine riesen Power schöpfen können. Und deswegen wollen wir Sport machen, damit wir uns noch besser fühlen und uns nicht irgendwie durch den Sport krank machen. Und ja, ich glaube, für alle Frauen, die eben noch nicht in der Menopause sind, sondern einen Zyklus haben, die dürfen sich auf diese spannende Reise begeben, halt sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht sogar auch zu hinterfragen, wenn man schon länger hormonelle Verhütungsmittel genommen hat, die einfach den Zyklus für einen ausschalten sozusagen, diese Funktion der Hormone, die man eigentlich selber produziert, übernimmt, vielleicht auch mal zu hinterfragen. Für mich, für meine Leistungsfähigkeit im Sport sehe ich da einfach keinen Nutzen, sondern eher nur Hindernis. Und ja, ich würde sagen, die Reise, die ich jetzt die letzten 5 Jahre ungefähr hinter mir habe, zeigt mir, dass ich da auf jeden Fall meine Zeit und alles in das Richtige investiert habe, weil ich mich so stark und gesund wie noch nie fühle. Also wenn ich als Coach darauf zurückblicke, was ich anders mache, als ich es zuvor gemacht habe, wäre, glaube ich, ganz klar zu sagen, dass ich mir keine Denkbarrieren selber auferlege, sondern tatsächlich sage, hey, ich beobachte ganz genau und reagiere darauf und dass ich da alle meine Antennen anhabe. Und wenn man da genau reinschaut, wäre, glaube ich, von meiner Seite, dass ich im Energiestoffwechsel-Tracking und im Prinzip das Tracken, Vorgaben machen und auch schauen, was dann tatsächlich passiert ist, da noch viel genauer hinschaue, als ich das zuvor hatte. Also zuvor hatte ich natürlich Zielwerte, aber heute würde ich wirklich ganz genau schauen, wie viel Gramm Kohlenhydrate werden tatsächlich unter Last zugeführt, auch in ruhigen Einheiten und so weiter. Da wirklich super genau zu sein, denn ich habe die Erfahrung gemacht, je genauer ich das mache, umso stabiler ist tatsächlich die Gesundheit dann auf der anderen Seite und umso höher ist tatsächlich auch der Trainingseffekt, den ich ernten kann. Und ich hatte so Situationen, auch Gespräche mit anderen Coaches, wo ich gesagt habe, hey, ab einem gewissen Leistungslevel bist du nicht mehr in der Lage, einen sauberen Zyklus zu halten. Nein, würde ich heute genau weggehen. Ich glaube, wir haben in der Peakwoche fast 35 Stunden auch drin gehabt und haben dennoch einen 29-Tage-Zyklus gehalten. Und das über eine gewisse Zeit. Viel eher würde ich heute andere Faktoren mit reinbringen. Also zum Beispiel weiß ich, dass bei Laura Wärme
und auch Sonnenlicht eine ganz wichtige Komponente sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir waren November, Dezember in der dunklen Jahreszeit in Deutschland, ja, und hatten da nicht ausreichend Sonnenlicht und ich dann aber so einen umfangreichen Block fahren möchte, ja, dann lege ich den nicht unbedingt in die Höhe und noch mal in die Kälte, sondern tatsächlich ist dann so etwas wie, hey, ich gehe raus, ich gehe an eine frische Luft und ich habe eine entsprechende Wärme. Die können ein entscheidender Faktor sein, damit ich dann beispielsweise das durchbekomme, zusätzlich zu den Basissachen, also gute Verpflegung, Einhalten von Trainingsbereichen, da, wenn ich da möglichst wenig falsch mache, ja, oder möglichst viel richtig mache, ist schöner. Das sind die Key-Faktoren und das sauber aufzusetzen und das Gleiche eben auch dort ganz behutsam aufzubauen und das über viel Zeit, dass man da hinkommt und dann kann man auch, Stand heute, meine Position, ein absolutes Hochleistungstraining vollkommen gesund durchziehen. Aber klar, bedarf Disziplin, bedarf Verhaltensanpassung und das ist sicherlich man kann sich das nicht kaufen, das muss man sich schrittweise erarbeiten, erwerben und dann wird man der Sache habhaft. Ja, also wenn ich zurückblicke, wo haben wir Fehler gemacht, wo sind Dinge aus Unwissenheit oder zu Unwissenheit bzw. zu wenig Wissen, zu wenig Erfahrung falsch gemacht worden, ja. Ich würde zum Beispiel sagen, Laura gehört zu den Personen, die immer eher am oberen Rand dessen trainieren, was ich vorgebe. Ja? Und damit wirklich gut umzugehen, ja? Das ist ja eben, wenn das Fenster 170 bis 190 Watt ist, dann ist Laura immer eher an 190 als an 170 Watt. Und das macht eben doch einen riesen Unterschied, wo man da unterwegs ist und das eben tatsächlich als Trainer auch genau zu beobachten und im Zweifelsfall den nächsten Tag anzupassen. Und da zu schauen, hey, was ist denn tatsächlich gewesen, was ist tatsächlich an Verpflegung da gewesen? Das bedarf sehr, sehr viel Nähe, das gebe ich ganz offen zu. Ja? Aber da sehr genau zu schauen und da gute Routinen zu schaffen, weil das ist wie gesagt die Doppelbödigkeit. Einmal ist eine Gefahr der Gesundheit und auf der anderen Seite setze ich immer einen Trainingseffekt aufs Spiel, wenn ich unvollständig erhole. Ja? Und da haben wir garantiert zuvor vielleicht falsche Ideale bei den Sachen gehabt oder dass man das einfach vielleicht nicht penibel genug betrachtet hat, um den Effekt auch wirklich zu ernten. Und ich glaube, wenn man heute drauf schaut, ist es so, dass es gelingt, eine hohe Magermasse zu halten, ja, also wirklich eine hohe Muskelmasse da zu haben und gleichzeitig, das ist quasi wie ein Schutz, das ist die eigene Sicherheit, um da eben performant zu sein. Und als Trainer kann ich sagen, hey, Gesundheit einmal da und auf der anderen Seite aber Parameter wie auch Schwellenleistung, Sauerstoffaufnahme und so weiter, Effizienzwerte sind trotzdem nach oben marschiert. Entgegen meiner Annahme, oder wo ich vorher vielleicht auch Sorge hatte, dass man was in der Fettoxidation verliert oder so, nicht vorgekommen. Ja. Also wenn ich das versuche zusammenzufassen, wäre es dann, glaube ich, wirklich zu sagen, hey, es darf kein Defizit da sein, weil Defizit bedeutet immer Degeneration, Rückwärtsentwicklung beispielsweise. Ja. Ich würde bei Herren, bei gewissen, ja, wenn ich ein mTOR-Pathway zur Verfügung habe, auch einen Unterschied machen, aber bei Frauen würde ich ganz klar hingehen, kein Defizit zulassen, das bedeutet ganz konkret kein Nüchterntraining und auf der anderen Seite aber auch die Zeiten bis zum Wiederauffüllen zu beachten und genau dabei zu schauen, was ist denn wo erfolgt, in welchem Zeitraum, was kann ich tatsächlich aerob leisten und welche Vorgaben mache ich denn da tatsächlich. Und da war ich wahrscheinlich eine gewisse Zeit zu lax oder habe dann auch nicht, wenn beispielsweise Laura früher im Trainingslager war, hätte ich den dritten Tag dann noch gemacht oder jetzt hätte ich da dann zum Beispiel, wenn sowas passiert wäre, also ich sehe, dass entweder zu wenig gefuelt wurde oder die Einheit deutlich intensiver gerutscht ist, als ich es geplant hatte, dann würde ich mutiger dort auch drauf bestehen, zack, entlasten. Er ist an dem Punkt und ich glaube, die Bestätigung dabei ist eben auch, knock on wood, wirklich eine sehr lange Phase, in der wir keinerlei Schwierigkeiten hatten und das ist, glaube ich, wirklich der Punkt.